Perfekte Wetterbedingungen am Ladogasee für Saiblinge und Vecchi-Rig. Also raus mit den Ruten und raus mit den Saiblingen. Naja, ein bisschen was Kleines geht auch natürlich hier rein. Immer mal wieder, auch ein paar Stinte oder so. Da ist er natürlich wieder. Ja, ballert natürlich auch immer mit rein. Ich teste jetzt hier schon über eine halbe Stunde. Immer mal wieder schöne, dicke Brocken. So sieht es gerade aus, nach Gewicht sortiert. Der dickste Ladoga Lachs oder Ludoga Saibling. So, kein Lachs, Ludoga Saibling. Den haben wir hier schon mit 3,5 Kilo. 1,6, 1,5 Foxy-Renke dabei, Klotz-Saiblinge auch noch 2 dabei. Also schmeckt schon mal alles so, wie es ist. Gar nicht so schlecht. Natürlich können hier noch mehr reingehen, klar. Ich nehme auch gerne noch eine Trophy mit und teste einfach immer mal wieder. Was ist wichtig beim Testen? Ich gucke immer dann, wenn es am Ladoga höhenentspannt ist, von den Wellengang her, also von den Windgeschwindigkeiten her, dass man dann nicht so den übelsten Wellengang hat. Also im Idealfall Windgeschwindigkeiten, die ja so aussehen. 1,1,1, noch was, 1, noch was. So ist schön. Hier mit 4, Katastrophe. Über 3 macht schon gar keinen Bock mehr. Genauso könnte man hier jetzt natürlich auch einfach mit der Stippe stehen. Auch durchaus eine Möglichkeit. Einfach mal gucken, ob man hier nicht die Stippqualifikation hinkriegt. Vielleicht teste ich da gleich auch noch mal ein bisschen. Also auf 4 Meter Tiefe einen von diesen Maränenarten als Trophyfang in 4 Meter Tiefe. Warum nicht? So, ich glaube, ich bin wieder auf dem Grund. Ziehe noch mal ein bisschen hoch. Zuppel ein bisschen. Es ist natürlich jetzt ähnlich wie das Pilken. Aber es ist natürlich auch nicht wirklich Pilken. Denn was wir hier beim Vecchi-Rig immer beachten müssen, wenn wir hier zuppeln, ja, das kann man gut machen, aber wir müssen auch immer mal wieder ein bisschen Schnur reinziehen. Also es ist nicht nur rumgezuppel, sondern eben auch immer ein bisschen gezuppelt und ein bisschen an der Schnur ziehen. Wenn es auch nur ein kleines Stückchen ist, reicht schon, damit man eben dann hier ja quasi eine Wirkung hat, weil ganz ohne Gezuppel, also ich habe immer den Eindruck, dass dieses Zuppeln die Wirkungsdauer quasi so reaktiviert, so gefühlt irgendwie, keine Ahnung, 30 Sekunden läuft dann der Timer ab und danach muss man mal wieder ein bisschen drehen und dann ist wieder so eine Lockwirkung da und dann hört es wieder auf und dann muss man halt wieder nochmal so ein bisschen drehen, zack, und dann, ja, in der Zwischenzeit einfach wechseln. Also ich mache das hier ganz gerne immer mit 2 Ruten gleichzeitig, also ein bisschen rumgezuppeln, ein bisschen hängen lassen, na klar, die Foxy-Renke und dann auch wieder zack, auswerfen, baumeln lassen, also schön runtertreiben lassen und auch in dieser Absinkphase können immer mal wieder welche reingehen. So, jetzt ziehe ich hier einfach noch mal ein bisschen hoch, währenddessen trudelt gerade der andere Köder, der andere Vecchi-Wurm nach unten. Das Ganze geht relativ langsam runter, denn ich verwende hier gerade auch nur Köder bzw. Haken mit einem Gewicht, mit einem Bleigewicht dran von 1,75 Gramm. So, direkt nochmal raus. Übrigens, ich werfe gerade hier raus, weil ich, ja unten sieht man es, auf die 14 Meter wieder kommen will. Ne? Ich treibe gerade doch langsam, sehr langsam hier weg. Ich war ziemlich genau auf der 14. Mittlerweile hat der Wind auch gedreht und kommt gerade aus Süden. Vielleicht treibe ich gleich wieder ein bisschen zurück. Aber guck mal, da haben wir hier Grundberührung. Das ist doch gut. Und jetzt kann ich hier so ein bisschen rüber zuppeln. Bisschen einkurbeln. 2, 3 Mal anheben. Immer auch mal ein bisschen warten. Wieder absinken lassen. Gucken, wie das ist mit der Schnur. Guck, jetzt haben wir auf jeden Fall die Grundberührung. Ne? Jetzt sieht man, die Schnur ist locker. So ist sie stramm. Und da haben wir schon direkt die Grundberührung. Ne? Grundberührung, zack. Grundberührung wieder und bis. Na guck. Also einfach so ein bisschen über den Grund zuppeln. Ganz locker. Und das dann im Idealfall so ein bisschen im Wechsel mit den beiden Ruten. Während jetzt gleich der eine nach oben geht, nach unten wieder runter sinkt, so rum, können wir dann mit dem anderen weitermachen. Ludoga Saibling. Na guck, der nächste hier. Ja, mehrere bisher. Und von daher bin ich da schon ganz zufrieden.
Und gerade auch, wenn man das eben jetzt hier so treiben lässt, da passt das ganz gut. Ja, wie gerade schon gesagt, auf der 14 hier gerade unterwegs. Es gibt ja verschiedene Spots, die immer wieder ganz gut funktionieren. 14 jetzt gerade, das ist hier die Stelle, die ich gerade teste. Und wie gesagt, da wo jetzt quasi so der Pfeil drüber geht, das ist auch ungefähr die Entfernung, die ich jetzt gerade so, ja, so weggetrieben bin. Also ungefähr hier mittig angefangen und dann jetzt hier so rübergetrieben. Das ist das, was ich gerade teste. Sonst natürlich immer mal wieder hier die 15 testen, auch richtig gut. Genauso auch hier oben die 17, immer mal wieder ganz gut. Und hier drüben die, da oben ist sie, die 27. Das sind so für mich die wichtigsten, ich würde sagen 4 Spots, die man immer mal wieder abklappern kann. Wenn die eine Stelle nicht funktioniert, naja, dann einfach rüber, da ist schon der nächste. Dann einfach rüber zum nächsten Spot und da einfach ein bisschen testen. Irgendeiner von diesen Spots, der wird schon liefern. Oder es liefern alle, auch sehr schön, schwarzes Fältchen, auch richtig ergiebig. Oder es liefern einfach alle, aber halt vielleicht unterschiedlich. Vielleicht findet man hier eher den Klotzsaibling und den Ludoga und den Bachsaibling hatte ich bisher noch gar nicht dabei. Kann sein, dass der vielleicht dann einfach an einer anderen Stelle gerade chillt. So, jetzt sind wir wieder auf Grund. Bisschen anheben hier. Bisschen Bewegung. Vielleicht nochmal ein bisschen ziehen, jawohl. Kriegen wir hier die Grundberührung noch wieder hin. So, nochmal ein bisschen anheben. Und schön runterlassen das Ganze. Nur fällt, ich mache den Bügel nochmal auf. Zack, und da fällt es nochmal weiter runter, noch weiter runter. Na guck, jetzt haben wir die Grundberührung. Und jetzt kann man damit halt so ein bisschen spielen. Zack, leicht kurbeln, bisschen anheben und das Ganze machen wir es auf dem anderen auch wieder. Zack, kurz anheben, bisschen kurbeln. Und so geht's dann, die ganze Zeit im Wechsel. Also, so und so ähnlich. Oder, wie gerade schon gesagt, einfach mal hier schön mit der Pose. Ob mit der Stippe, also 4 Meter plus am besten, oder mit der Match, klar kann man dann, oder klar, kann man natürlich auch mit der Bollo, aber dann dementsprechend hier schön in Grundnähe oder relativ tief, beziehungsweise es gibt auch immer mal wieder Stellen, wo man so auf 1,80 Meter Tiefe das ganz gut hinkriegt. Ich würde sagen mal so ein 10er-Haken, 8er-Haken, 10er-Haken und dann natürlich mit den verschiedenen Larven und dann lübt das Ganze. So, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch und dann würde ich sagen, gucken wir gleich nochmal eben kurz rein in den Kescher, was die ganzen Fische denn hier so bringen und wie lohnenswert denn das Ganze hier auch ist. Und da läuft das Ticket aus, zack und zurück in die Base, denn die Tickets sind ja auch teuer. Die müssen auf jeden Fall, ja, refinanziert werden. Das muss sich lohnen. Deswegen lohnt es sich eben auch immer wieder Spots anzufahren, wo man weiß, dass da was geht. Natürlich gucke ich als erstes mal kurz rein. Ripusmaren ist so ein Ding. Ludoga, ja. Große Quappe. Okay, die hatte ich jetzt alle nicht. Aal sogar auch hier drin, ne? Und dann gucken wir direkt nochmal rein hier. In den normalen Kaffee, in den normalen Fischmarkt hier rein. Wenn die Kaffeeaufträge nicht drinne sind. Ja, das ist doch nicht schlecht. 50, 30, 30, 25, 25, 25, 20, 15, 15 und so weiter. 200 noch was. Ist jetzt für 50 Minuten. Man muss ja immer berechnen, die Fahrzeit erstmal zu so einem Spot hin und bis dann der erste Fisch reingeht und so Sachen. Und dann muss man vielleicht noch 1, 2 Köder testen und so. Ist jetzt, würde ich sagen, ganz okay. Abziehen müssen wir natürlich 100 Silber. Bleibt jetzt also nicht mehr ganz so viel übrig. Aber letzten Endes haben wir hier die Chance eben auch auf diese seltenen Fische. Schwarzes Fältchen, Foxy-Renke, Klotzsaibling, Ludoga-Saibling. Und das ist es natürlich, ne? Also wenn man solche Fische hier fangen kann, vielleicht sogar noch einen Kaffeeauftrag machen kann, dann lohnt es. Hatte ich eigentlich schon richtig reingeguckt ins Setup? Noch gar nicht, ne? Also das Setup ist so aufgebaut. Ich bin jetzt hier mit einer relativ großen Spule. Hier passt richtig schön viel Schnur drauf. Und ich bin komplett mit Fluorocarbon unterwegs gewesen. Was man sonst oder wie ich normalerweise hier bin, ist mit dieser Schnur. Das ist die dünnste von den bunten Schnüren, die es fürs Nordmeer oder seit dem Nordmeer gibt. Das heißt, wir sehen immer ungefähr zumindest so 5 Meter Tiefe oder mit 5 Meter Unterschied, in welcher Tiefe wir gerade sind.
Heißt also, wenn man am 15 Meter Loch ist, kann man eben schön auf 15 Meter runterlassen und weiß schon, dass man so gleich auf Grundnähe ist. Ist ganz vorteilhaft. Dann hier natürlich mit einem Vorfach das Ganze machen. Fluorocarbon-Vorfach. Und hier 12,7, das passt immer ganz gut. Und dann, wie gesagt, hier dieser kleine Haken oder dieser leichte Haken, 1,0 groß, aber eben leicht. Ein ultraleichter Haken hat einfach den Vorteil, Auftriebskraft von dem Wecki-Wurm. Dagegen wirkt dann natürlich die 1,75 Gramm und der Wecki-Wurm trudelt schön langsam runter und hat dann eben die Chance, währenddessen auch noch zu locken. Ja, so ist das Setup, sollte eigentlich auch recht bekannt sein, klappt in der Regel ja auch ganz gut. Und ich teste jetzt hier gleich im Hafenbereich noch ein bisschen, bevor ich hier komplett weg bin, vielleicht gleich noch mal ein bisschen mit der Pose. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.